Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Reich mit Goldaktien durch kommende Silberpreisverdopplung. Ein Disclaimer. Reich mit Goldaktien durch kommende Silberpreisverdopplung. Eine Verdopplung von Silber auf 35 bis 36 Dollar bringt das Gold-Silber-Ratio runter auf mindestens 60, aktuell 87,41. Gold steigt also nur moderat auf 2100 Dollar in dieser Silberbullenphase. Goldaktien werden in dieser Phase, die ich auf 6 bis maximal 9 Monate warte, extrem ansteigen. Verzehnfachen, verzwanzigfachen oder wie in Mania-Phasen üblich, verfünfzig bis verhundertfachen. Die aktuell angespannte Lage am Silbermarkt beflügelt meine Annahme und den Silberpreis. Also das ist das, was sich augenblicklich ablesen lässt. Das ist derartig wenig Silber. Die müssen irgendwo den Silberpreis auf einem höheren Niveau anpassen, damit ihr System noch funktioniert. Sonst fliegt ihnen das komplett um die Ohren. Das ist deren Motivation, den Druck doch mal abzulassen. Also, und das, denke ich mal, dürfte insgesamt zu einer Verdopplung des Silberpreises ähm, führen. Das bringt diese sogenannte Ratio hier runter. Und wenn Sie sich das ansehen, vielleicht noch die Goldaktien-Rallyes, sage ich mal, mehr oder weniger im Blick haben, waren immer diese Punkte, wo wir eine sehr hohe Ratio haben. Das heißt, wo Silber im Verhältnis zu Gold sehr billig war, waren Goldaktien ein super Kauf. Bis zu diesen Punkten, wo eine niedrige Ratio getroffen wird, da hätte man Goldaktien verkaufen müssen. Das war zum Beispiel hier von 2010 bis 2011 so, hier, also beziehungsweise 2009 mit einer kurzen Unterbrechung, dann geht es runter. Also im Grunde genommen ist das Verhältnis von 2009, 2011 ist ein Blueprint, also eine Blaupause für die Situation, die wir vermutlich jetzt haben. Damals Finanzkrise, knapp 90, im Grunde genommen wie heute, die Gold-Silber-Ratio. Es ist alles zusammengebrochen, keine industrielle Nachfrage, Silber weg. Also Silber niedrig bewertet im Verhältnis zu Gold, circa 90 die Ratio. Der beste Zeitpunkt, um Goldaktien überhaupt zu kaufen. Dann gab es, sage ich mal, die Catch-up, eine Erholungsrallye von circa einem Jahr. Dann ging es seitwärts und dann kam nochmal der finale Akt, wo es nochmal hochgeschleudert worden ist, wo Silber 50 war. Sie erinnern sich bestimmt. Und da war die Gold-Silber-Ratio 30. Jetzt gehen wir davon, dass das die 60 fällt. Was meinen Sie, was passiert, wenn sie trotzdem auf 30 fällt? Weil im Grunde genommen geben die Chartas her, dass das, was jetzt hier zwischen 2009 und 2011 passiert, scheint sich jetzt in einer riesigen Dimension, zeitlich länger und vom Ausmaß wesentlich größer jetzt zu wiederholen. Also, wir haben hier eben die Corona-Krise. Da war es bis auf 120 Gold-Silber-Ratio der allerbeste Zeitpunkt aller Zeiten, Goldaktien einzusammeln. Ähm, Die haben sich dann erholt, hier bis zu diesem Punkt 1. Das war dann so März, April 2021. Da wäre es theoretisch ein guter Zeitpunkt, einige Gewinne rauszunehmen. Das kann man natürlich nicht timen. Und es ist dann korrigiert bis zu diesem Punkt 2, wo wir aktuell sind. Und wir sind dann im Grunde genommen jetzt auf dem hoch von der Goldratio der Finanzkrise. Also, und von da gab es ja diese Mega-Bewegung bis 2011. Also, wenn wir jetzt Glück haben, kommt es zum unvorstellbaren großen Super-Gold-Aktienanstieg, der vielleicht bis zu dieser Gold-Silber-Ratio von 30 führt. Weil wir konservativ sind und weil man sowas wirklich nicht vorhersagen kann. Aber die Charts geben es aus meiner Sicht trotzdem her. Vielleicht haben Sie eine andere Meinung, aber gucken Sie sich das an. Ähm, Sagen wir, okay, Gold steigt auf 2100, Silber verdoppelt sich. Auch das würde zum Fall dieser Ratio zum Punkt 3 bringen, auf circa 60. Dann gibt es vielleicht nochmal eine Zwischenkorrektur und dann geht es nochmal zum finalen Hoch. Das sind Sachen, die kann man wirklich schwer managen. Wenn wir es aber hier mit unseren Goldaktien bis zu diesem Punkt 3, also bis zu dieser Gold-Silber-Ratio von 60 schaffen und verkaufen, haben wir schon mehr Gewinne, als wir uns im Grunde genommen vorstellen können. Ganz ähnlich hier wie 2011, weil wir von einer größeren Tiefe kommen. Das ist eben einfach so. Das ist diesmal alles wesentlich gigantischer.
Und meiner Meinung nach, diese Meldung zu Silber lassen darauf schließen, dass der Silberpreis sich in den nächsten 6 bis 9 Monaten verdoppeln will. Und das bedeutete traditionell, bedeuten diese stark fallenden Ratios immer Goldaktienrallye. Warum ist das so? Zum einen haben viele Goldaktien eben auch Silberanteil. Es gibt Gold fast immer nur mit Silber zusammen, nicht nur, klar. Die werden dann durch die Verdopplung des Preises unproportional aufgewertet. Das heißt, diese Aktienkurse gehen unvorstellbar hoch und das färbt halt ab auf den ganzen Sektor. Und das reißt dann gerade die Penny Gold Stocks Aktie mit guten Ressourcen mit. Und wie schnell sind Gerüchte da? Oh, wir haben hier 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 500 Millionen Unzen und der Markt bewertet das in einer bullischen Phase. Deswegen kommt es in diesen speziellen Situationen dann zu diesen Exzessbewertungen und auf die bereiten wir uns vor und dann stoßen wir unsere Gold- und Silberaktien ab. Das steckt hinter dieser Goldaktien. Mania. Jetzt haben wir eigentlich die gegenteilige Situation. Wir sind an einem absoluten Nullpunkt meiner Meinung nach stimmungsmäßig und es ist nach wie vor eine gute Einstiegschance. Und ich denke mal, mit der Verdopplung des Silberpreises dürfte diese Goldaktienmania tatsächlich jetzt eintreten. Silber, Gold, Kupfer, Blei, Zink, Juniorproduzent Mexiko, USA, 106 Millionen kanadische Dollar Marktkapitalisierung. Ja, das Unternehmen ist ein Edelmetallbergbauunternehmen mit mehreren Anlagen in Nordamerika. Die neueste Anlage des Unternehmens, die Relief Canyon Mine in Nevada, USA, hatte die kommerzielle Produktion aufgenommen. Das Unternehmen besitzt und betreibt auch die Cosala-Mine in Sinaloa, Mexiko und verwaltet den Galena-Komplex in Idaho, an dem 60% besitzt. Der Galena-Komplex in Idaho, also es ist ein 60-40 Joint Venture mit Eric Sprott, 9000 Hektar. Haben eben hier 37 Millionen Unzen Silber und abgeleitet nochmal 78 Millionen, 2 Millionen Unzen Produktion, sind anvisiert mit über 100 Gramm pro Tonne. Hier sehen Sie nochmal links, wo die liegen. Der Relief Canyon, Galea und hier Cosala in Mexiko. Insgesamt haben Sie, haben Sie hier 610 äh, 10.000 Unzen Gold und also so 700.000 insgesamt. Silber haben sie hier 52 Millionen Unzen nachgewiesen, nochmal 59 Millionen Unzen, genau. Zink, Kupfer, Blei gibt es hier viel. Im Grunde genommen hat diese Aktie ist im Prinzip in der letzten Zeit nicht gut gelaufen, weil sie hatten mit einiger Mine einige Probleme, aber es ist doch ziemlich angehender Produzent, der ca. 4 Millionen Unzen insgesamt zusammen mit den anderen Gebieten produzieren will. Ja, es ist im Grunde genommen wirklich sehr viel Silber da. Es ist auch ein Explorationsgebiet da. Sehe ich gerade das Gold jetzt hier gar nicht einkalkuliert, aber man kommt hier mal Daumen mit den Unzen Silber, die auch in den anderen Projekten vermutlich noch gibt, für circa auf 180 Millionen Unzen Silber meines Erachtens. Das macht bei einer Marktkapitalisierung, gerade das Gold ist vom Mediengrad, aber eben gute Länderwahl, ein Potenzialfaktor von 63. Das heißt, die Aktie könnte bei Gold 2500 oder Silber über $50 um das 63-fache 63-fache höher sein. Wie gesagt, es ist ein theoretischer Potenzialfaktor. Man versucht es abzuleiten. Also das Interessante, es ist eben, wie gesagt, ein Produzent. Wir haben reale Produktion. Er hatte einige Probleme mit der Mine. Wenn das da ein Rebound gibt, wenn sich das erholen sollte, ist es natürlich besonders attraktiv. Wir brauchen natürlich höhere Gold- und Silberpreise. Und dann ist das eben sehr interessant und dann haben sie eben das auch weitere Explorationspotenzial. Sie sehen, es sind Leute wie Eric Sprott beteiligt. Es liegt in guten Rechtsgebieten. Also das ist auf alle Fälle schon ganz interessant. Und wie gesagt, die Gewinne sind abgegeben. Wir sind wirklich am Boden. Ich denke, der Boden ist hier auch mittlerweile gefunden worden. Ja, hier nochmal Relief Canyon, dann nach überfassende Überprüfung schwierigen Anlaufphase Relief Canyon. Das war
diese Bergbaugebiet mit einer schlechten mit Problemen wird der Betrieb und der laufende Betrieb fortgesetzt. Seit Beginn der Vorproduktion wurden etwa 20 Millionen Tonnen Materialabfuhren, einschließlich 18,4 Millionen Tonnen Abfall und 2,2 Millionen Tonnen Erz. Die Cosala Operation in Mexiko unterzeichnet das Abkommen mit dem mexikanischen Ministerium, das die Wiedereröffnung des Cosalada-Betriebs vorsieht, volle Produktion, der die Vormachbarkeitsziele betrifft, potenzielle Steigerung der Produktion auf sage und schreibe 2,5 bis 3 Millionen Unzen pro Jahr. Und 2019 hatten sie eine Produktion von 0,6 Millionen Unzen Silber. Ja, insgesamt meines Erachtens ein interessantes Unternehmen mit vielen Ressourcen im sicheren Rechtsgebiet vorwiegend. Wie gesagt, hatten einige Probleme. Man kann jetzt denken, sage ich mal, jetzt mit der Tiefe jetzt zum Gold- und Silberpreises. Und wenn jetzt langsam steigende Gold- und Silberpreise geben, könnte das eben natürlich Unternehmen auch überproportional davon profitieren. Ne? Aber es muss natürlich, Gold und Silber muss natürlich hochgehen. Davon hängt es natürlich auch alles ab. Gerade die aktuellen Produzenten sind ja in der letzten im Rückgang seit hier März, April überproportional getroffen. Man hat fast den Eindruck, stärker als Explorationsunternehmen etc. oder Projektgeneratoren. Das liegt natürlich daran, weil die Importkosten sich massiv verschlechtert haben, also und die Erlöse natürlich implodiert haben. Das haben natürlich Projektgeneratoren, Explorationsunternehmen, die eigentlich Gebiete abstecken, erstmal nicht. Ne? Deswegen ist aber auf der anderen Seite bei diesen Produzenten im Grunde genommen natürlich auch aktuell ein hohes Potenzial. Aber wir brauchen natürlich wieder vernünftige Goldpreise Gold über 2000 und Silber über 50 idealerweise. Ja, Goldaktien-Bullenmarkt 1970er Jahre. Dort sind eben viele Aktien von 15 oder 20 Cent auf 10, 20, teilweise 30 Dollar gestiegen. Also man konnte aus 1000 Dollar 50, 100, teilweise eine Viertelmillion machen und das nicht nur bei ein oder zwei Aktien, sondern eine ganze Reihe von Aktien. Das kommt dann in diesen absoluten Bullenphasen vor und es werden eben dann noch Projekte auch bewertet, wo gar nicht so klar ist, kann man die wirklich effizient abbauen etc. Drängt dann einfach ungeheuer viel Kapital in einen völlig ausgetrockneten Markt. Sie müssen sich bewusst sein, 1980 beim wirklich letzten realen Goldpeak mit Gold 850 und Silber 50 Dollar waren 26% der gesamten Weltgeldmengen sozusagen in Gold-related Assets, also 26%. Jetzt sind 0,5. Das heißt, sie haben es immer noch geschafft, alle im Grunde vom Gold und Silber fernzuhalten. Überlegen Sie sich, wenn irgendwas Ähnliches passiert, was das für Preise eben insbesondere für Goldaktien, Goldminen führt. Und was macht man jetzt? Ja, man kauft den Penny Stocks idealerweise mit großen Ressourcen oder auch eben Produzenten, die jetzt vielleicht einen Rebound haben, die auch jetzt höhere Gold- und Silberpreise machen, wenn es dann kommt, können die überproportional partizipieren. Es kann dann richtig in eine Mania kommen und es kann dann wirklich genau das Gegenteil von der jetzigen Situation bringen. Ich meine, darauf spekulieren wir. Wir erwarten, dass in den nächsten 6 bis 9 Monaten Gold wieder über 2000 ist, 2100 erreicht, Silber vielleicht irgendwo auf 35, 45, wie auch immer. Ich hatte ja gesagt, die Gold-Silber-Ratio, dass sie zumindest auf 60 in den nächsten 6 bis 9 Monaten steigt. Und das würde zu einer enormen Goldaktien-Rallye führen, weil die dann überproportional aufwerten. Und im Grunde genommen hat das keiner mitgekriegt. Okay, Silber haben auch viele nicht auf dem Radar. Und ob nun Gold hier bei 1666 wie aktuell steht oder bei 2100, wen interessiert das? Außerhalb hier vielleicht von den Leuten wie uns, die ständig auf Gold und Silber gucken. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen solche Aktien mit hohem Potenzial zu identifizieren, zu segmentieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, den Potenzialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzengrad, das Golder Länderrisiko zu berechnen. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Was kauft man, wenn der Boom vorbei ist? Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung bei Interesse biete ich Ihnen auch an. Das finden Sie alles in der Beschreibung unten im YouTube, wie Sie mich erreichen können oder Kontakt aufnehmen können, oder den Report bekommen können. Ja,
Einlagen von Gold und Silber, Sachwerte für Einkaufsgemeinschaft, gerade angesichts dieser Silbergeschichte jetzt mit den Münzen, lohnt sich vielleicht immer mehr ein Zollfreilager. Die machen ja eigentlich ganz gute Konditionen, Sachwerte, und die sind auch immer an Gold und Silber gekommen. Wenn man woanders an langen Schlangen stehen mussten, hat man da immer Gold und Silber bekommen. Sie können sich im Zweifelsfall auch ausliefern lassen. Ja, Preisvergleich, Gold.de, immer mal schauen, bevor man überhaupt bei irgendeinem Händler kauft. Es gibt einfach zu viele im Internet präsente Händler, die einfach deshalb präsent sind, weil sie im Grunde genommen überteuertes Gold und Silber kaufen. Das sollte man nicht machen. Man sollte sich die günstigsten Händler, auch da gibt es vertrauenswürdige Händler, so raussuchen. Nützliche Informationen, ja, mit welchem Broker können Sie arbeiten, finden Sie da, welchen Broker in der Schweiz, langfristige Charts von Uran und anderen Rohstoffen, Buch über Gold, Aktienbewertung, wo kauft man am günstigsten Edelmetalle, wo kann man es in der Schweiz einlagern, Liechtenstein, wie auch immer, Diskussionsforen mit COCA. Ansonsten, wenn Sie Fragen zu der Zustellung haben oder Anregungen oder generell alle Rückfragen, können Sie mich kontaktieren. Ich würde Sie sobald als möglich dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich an der Stelle nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt und das Video soweit gefallen hat. Ja, besten Dank und bis zum nächsten Mal.